Was geht, Freunde? Willkommen zurück auf dem Shutterspeed-Kanal. Wir sind heute mal wieder in Düsseldorf für euch. Dieses Mal allerdings zur Dämmerungszeit schon. Wir sind nämlich heute ein bisschen in der U-Bahn, generell im Underground in der City ein bisschen unterwegs und werden uns hinterher auch aus der Stadt wieder rausbegeben, Richtung Medienhafen vielleicht, hier, wo wir gerade herkamen, wenn man es noch sieht, ungefähr. Genau, und wir sind beide equipped mit einem Cinestill. Genau, das ist der Plan für heute. Wenn ihr euch an das letzte Video aus Düsseldorf erinnert, da hatte ich die gleiche Kamera dabei. Ich habe allerdings heute ein neues Objektiv dabei, das 28-2.8, und denke, gerade für so U-Bahn-Aufnahmen und so ist es ganz gut, da heute mal ein bisschen weitwinkliger unterwegs zu sein. Safe. Ja, ich bin auf der Contax unterwegs, ganz klassisch, 45 mm, Blende 2. Ja, auch ein 800T drin, wie gesagt. Ja, freue mich auf jeden Fall. Vielleicht auch noch mal ein bisschen die Unterschiede zu sehen, wie der so auf 28 und auf 45 mm kommt. Falls ihr Cinestill nicht kennt, Kodak Motion Picture Film, einfach neu eingepackt von Cinestill. Das ist der 500T, Vision 500T von Kodak. Und dadurch, dass sie halt diesen Ramjet-Layer entfernt haben, haben wir jetzt einen 800er ISO. Wir können das in C41 processen. Genau. Und haben halt diese roten Halations, wofür der Film halt bekannt ist. Er ist ganz bekannt. Wir schießen heute auch, glaube ich, viele klassische Motive, so, die man mit dem Cinestill gerne schießt, was U-Bahn oder generell einfach, dass man viele Tungsten-Balance-Lichter hat, die man dann sehen kann. Und denke, das wird sehr nice. Für mich ist es tatsächlich das erste Mal, dass ich den Cinestill schieße. Aber Ferdi hat schon mal eingeschossen, war auch sehr zufrieden. Ja. Und deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt und würde sagen, wir machen uns mal auf den Weg. Jetzt gleich wird es dunkel. Ab geht's. Gucken, was Lightmeter überhaupt sagt. Ich glaube tatsächlich, ich gehe heute trotzdem mal eher auf die Querbilder. Was geht, Leute? Kurzer Disclaimer an der Stelle, ich habe nicht so gute Nachrichten. Meine Rolle war leider nur zur Hälfte belichtet. Die Scans kamen vom Lab zurück, es war nur die Hälfte der Bilder drauf. Also die Kamera funktioniert nach wie vor, hat immer beste Ergebnisse geliefert und es war halt wirklich genau die erste Hälfte, die gefehlt hat. Weshalb ich davon ausgehe, dass ich einfach eine schlechte Charge erwischt habe. Ich denke mal, das kann passieren, weil Cinestill die ganzen Jahre auch wieder aufholt, wie wir es schon am Anfang gesagt haben. Und deswegen wünsche ich euch viel Spaß einfach mit den Bildern von Hendrik. Ich bin gerade in Wien, bin hier auch fleißig am Bilder machen. Also da werdet ihr auf jeden Fall nicht auf YouTube, aber wenigstens auf Instagram noch was sehen. Und genau. Gucken, wie viel Kunstlicht im Cinestill reicht oder ob es noch zu hell ist. Mal schauen. Wir haben jetzt eine 5-6er Blende. Bisschen besser als in der U-Bahn, aber... Boah, 15 auf Blende 2. Boah, der ist krass. Oh, was? Der ist viel krasser als gedacht. Ja. Lass mal reinsteppen vielleicht auch. Ja. Hier, 11er all the way. Zeit fürs Stativ, es ist zu dunkel geworden. Jetzt wird's ernst. Boah, schon viel schwieriger mit Stativen Dings zu finden. Digga, der Photographer, krumme Rücken.
Einmal kurz mit dem Handy mietern, gucken. Lightmeter, beste App. Lightmeter, echt beste EU-West. Du musst bei deiner App ein Bild machen und dann sagt dir die Belichtung an. Ja, deswegen, das ist halt ganz geil, weil du halt dann auch den Spot auswählen kannst. Könnt ihr meine App in der Beschreibung verlinken einfach, ne? Ja, auf meine 8er. Gehen wir 5, 6, komm. Ah, warte, ich war bei ISO 320, lost. Nice. Okay, wir haben jetzt 1/8, Blende 5, 6, ISO 800. Die Kamera sagt Underexposed, aber scheißen mal drauf. Ich würde sagen, 2 Sekunden würde ich einfach mal zählen, 21, 22. Für die Leute, die nicht Bescheid wissen, die analoge Kamera kann halt nur bis zu so einer 15. oder 8. Was kann meine? 15. Sekunde runter. Danach ist alles Bulk-Mode, das heißt, es wird so lange exposed, wie ich halt den Auslöser gedrückt halte. Damit das Bild nicht verwackelt wird, hier den Drahtauslöser, den schnallen wir einfach hier oben rein und dann sind wir good to go. Wenn ich den Auslöser hier drücke, dann fährt hier dieser Stab aus und der drückt einfach in den Auslöser rein. So, der hat so ein Gewinde, das kann man hier reinschrauben. Das hat eigentlich so gut wie jede Kamera. Und gespannt habe ich noch nicht, ne? Ja, mach jetzt, wenn viele Autos da sind, würde ich sagen. Ja. 21, 22. Gehen wir aus Frame. Es gibt mir halt so ein bisschen Monster Energy Vibes, diese Wand, weißt du? Warte, ich warte, bis die Bahn los ist. Ach, ja, ich löse ja viel später aus. Ja, warte. Ja. Das ist so ganz low-key, die Lichter noch hier oben. Hm? Könnte ganz nice sein. Ja. Doch, das ist gut. Dass die Contax in der Mitte mietert. Weil du hast also den Fokus in der Mitte zieht, weil ich brauche wirklich immer irgendwas in der Mitte, damit der Fokus geht. Was sagt Ihnen jetzt einfach? Infinity? Ja. Nee, ja, kurz vor Infinity. So, ja. Wahrscheinlich so 10 Meter sind es, glaube ich. Kommt das hin? Ja, kommt hin. Können wir jetzt auch ein bisschen schnellere Blende nehmen, wa? So. Läuft? Ja. Okay, ein 60. hätte ich jetzt auch aus der Hand machen können. Da muss ja die Scheiße mal schneiden, ja. Ja, und? Du willst es auch schneiden. Halber Film wieder voll nur mit Ferdi, der Camel. Also ich glaube, dein Shot ist auf jeden Fall cooler. Ich habe es gar nicht so mir imaginen können von so weiter weg. Das ist der Shot. Guck mal, die haben extra einen Spot für mich hier aufgebaut. Korrekt. Die wussten einfach schon, Shutter Speed kommt. Die brauchen den Spot hier. Boah, platziere ich den mittig? Schon, oder? Nee, ein bisschen, oder? So ein bisschen goldener Schnitt mäßig. Ja, okay, doch so ganz leicht. Ganz Ja. leicht. Nicht ganz genau mittig.
Brücke. Ja, lass die Brücke mitnehmen auf jeden Fall. Fünf Sechstel. Gehen wir mal. Gerade den Kassenautomaten noch gespottet. Der wird sich auf jeden Fall mitgenommen. Jetzt ist die Frage, frontal oder seitlich? Ich gesagt, frontal. Wir haben es ja heute, ne? Ich fühle mich gerade wirklich wie Willem hier, als wir die Feuerwehrwagen gesehen haben. Ja, ja. Ich bin halt sehr weit auf der 28. Es fühlt so ein bisschen nicht so connected an. Zur Seite gegangen. Echt? Zur Ja, Seite for real. gegangen, damit du fotografieren kannst? Hab ich Sweet. gesehen, die standen so zu dritt davor. Ja. Der aus der Mitte ist so zur Seite gegangen mit so. Geil. Ich bin zwar jetzt auf 2,8 und 60stel, aber ist nicht so tief die Raumsituation, das sollte eigentlich fit gehen. Guck mal, Wasserschutzpolizei Düsseldorf. Sieht auch geil aus. Im Medienhafen. Soll ich mal einfach 10 machen? Gucken, Ja. was wird. Treff mal die Mitte. Oder du machst zwei. Ja, auf die Jeweils Idee. mit einer Exposure. Wir sind hier jetzt gerade am Medienhafen, am wirklichen Hafen und nicht das, was immer alle meinen, wenn sie vom Medienhafen sprechen. Und wir hatten hier hinten geparkt und haben gerade diesen Shot hier entdeckt. Das ist natürlich auch wild bei Nacht. Ich dachte eigentlich, ich wäre zu nah dran, aber dadurch habe ich jetzt so eine richtig krasse Spiegelung so auf dem Wasser, die wirklich fast einmal genau alles drüber spiegelt. Wenn ich mir das jetzt so auf die Mitte kompositioniere, kann das ganz cool aussehen. Wir werden sehen. Wir fahren jetzt nochmal weiter, im Medienhafen auch. Hier gibt es eine sehr, sehr nice Tankstelle, die wollte ich mir auf jeden Fall noch holen.
war immer schon Auf Monopoly, ich hole mir die Tankstelle. safe. Nein, aber die stand schon lange auf der Liste, auf dem Cinestill. Letzter Frame, wir sind bei 37. Ich probiere den jetzt mal auf einer 16er. Ach, auf einer 16er Blende. Und wir haben eine 16er Blende und 1/4.